Ein Block einer Blockchain füllt sich je nach Nutzung dieser Chain unterschiedlich schnell. Ist ein Block einer Blockchain voll, muss ein neuer Block erstellt oder auch gemined werden. Was genau das bedeutet, erfahrt ihr in diesem Video. Wird in einer Blockchain also ein neuer Block erstellt, benötigt er zunächst 3 Dinge. Eines dieser Dinge sind erstmal neue Transaktionsdaten. Je nach Blockchain sollten jedoch davon bereits genügend vorhanden sein. Anschließend bekommt der neue Block einen Zeitstempel. Besonders wichtig für dieses Video ist jetzt aber das letzte dieser 3 Dinge, nämlich der Hash. Beim Hash handelt es sich um einen Zufallswert, der durch einen vorgegebenen Algorithmus berechnet werden muss. Wird er für einen Block korrekt berechnet, dient er als Bestätigung für die in diesem Block vorhandenen Transaktionsdaten. Und hier kommt das Mining ins Spiel. Beim Mining wird eben genau dieser spezielle Algorithmus so lange ausgeführt, bis er den passenden Hash zu einem neuen Block findet. Diese Tätigkeit wird von sogenannten Minern übernommen. Dabei stellen sie dem Algorithmus Rechenleistung zur Verfügung, indem sie diesen auf unterschiedlichen Geräten durchlaufen lassen. Bei großen Blockchains wird dies meist von Mining-Pools oder großen Rechenzentren mit vielen Computern und speziell fürs Mining vorgesehenen Geräten übernommen. Hierbei variiert die benötigte Rechenleistung jedoch von Blockchain zu Blockchain stark. Sehr große Blockchains wie zum Beispiel die von Bitcoin sind schon häufig wegen ihrem hohen rechenleistungsbedingten Stromverbrauch in Kritik geraten. Aber erstmal zurück zum Mining. Die Miner suchen also nach diesem speziellen Zufallswert oder auch Hash, um den dazugehörigen Block an die Blockchain anhängen zu können. Für das Finden eines neuen Hashs bekommt der Finder, also Miner, dann eine entsprechende Belohnung. Bei der Belohnung für einen neuen Block, welcher auch als Block Reward bekannt ist, handelt es sich außerdem um frisch geschürfte, also neu geschaffene Coins. Betrachten wir als Beispiel die Blockchain von Bitcoin. Miner erhalten hier für das Finden eines passenden Hashes neu geschürfte Bitcoins. Interessant an diesem Beispiel ist auch, dass nur auf diese Weise neue Bitcoins entstehen können. Diese Belohnung wird jedoch alle 210.000 Blöcke oder auch ungefähr alle 4 Jahre halbiert. Dieses Event, besser bekannt unter dem Namen Bitcoin Halving, sichert also die deflationäre Angebotsstruktur der Bitcoin-Blockchain. Das Mining behandelt also zentrale Eigenschaften einer Blockchain. Es schafft durch Nutzung von Rechenleistung, Transaktionen neuer Blöcke zu verifizieren und diese anschließend zur Blockchain hinzuzufügen. Für jeden Block gibt es dann eine Block Reward, sodass durchs Mining auch die Anzahl im Umlauf befindlicher Kryptowährungen erweitert wird. Im Grunde sorgen Miner also für die Sicherheit und den Fortbestand einer Blockchain und spielen somit eine sehr wichtige Rolle. Es gibt jedoch auch Blockchains, die auf andere Mechanismen als auf Miner zurückgreifen, aber dazu wann anders mehr. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da und abonniert unseren Channel für mehr Videos dieser Art. Dann bis zum nächsten Mal.